Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen der AfD-Landtagsfraktion hier im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags begrüßen. Und für diejenigen, die zum ersten Mal hier sind, ich hoffe, Sie haben sich das mit der Platzwahl gut überlegt. Sie sitzen bei der SPD, die sitzen auf der Regierungsbank, Sie sitzen bei den Grünen, Sie sitzen bei der CDU, Sie sitzen bei der FDP und Sie, meine Damen und Herren, Sie sitzen richtig. Aber ich kann Sie beruhigen, ich gehe davon aus, 2022 werden wir ein paar mehr richtige Plätze anbieten können hier im Plenarsaal. Aktuell ist das Platzangebot noch ein bisschen begrenzt. Ich darf Sie ganz herzlich von unserem Fraktionsvorsitzenden Markus Wagner grüßen, der sich wie eine ganze Reihe leider von weiteren Kollegen entschuldigen lässt. Der eine oder andere hat vielleicht in der Zeitung gelesen, dass es heute Abend eine ganz interessante Landesvorstandssitzung bei der AfD geben sollte. Ganz besonders möchte ich begrüßen zwei Personen in unseren Reihen. Natürlich zuallererst unseren Ehrengast, Dr. Cornel Mulder. Zu ihm Er sitzt übrigens auf dem Platz von Armin Laschet und ich finde, er macht eine wesentlich bessere Figur an der Stelle. Und ebenfalls begrüßen darf ich unsere Kandidatin für das Europäische Parlament, die Frau Uta Opelt. Und meine Damen und Herren, ich bin im Vorfeld der Veranstaltung öfter mal gefragt worden, was hat NRW denn mit Südafrika zu tun? Und meine Antwort war immer, mehr als Sie vielleicht denken. Wie sicherlich viele von Ihnen wissen und was ja auch viele von uns bewegt, war, dass wir in den letzten Jahren mehr mit Afrika zu tun hatten und möglicherweise auch mehr Afrika bei uns hatte, als uns lieb sein konnte. Denn natürlich ist der Flüchtlingssturm, der über uns hereingebrochen ist, nicht vom Himmel gefallen. Im Gegenteil, er hat seinen Ursprung und er liegt in Afrika. Afrika als Kontinent ist, wie wir alle wissen, in keinem besonders guten Zustand. Es gilt als der verlorene Kontinent. Die Handelsbilanz des Gesamtkontinents rutscht immer mehr ins Negative. Die 10 fragilsten Staaten der Welt liegen in Afrika. Die meisten unterernährten Menschen der Welt leben in Afrika. Und man kann diese traurigen Statistiken beliebig verlängern. Nur in einem Punkt, da übertrifft Afrika die ganze Welt. Die 20 Staaten mit der höchsten Geburtenrate liegen ausnahmslos in Afrika. Bis 2050 erwartet die UN einen Anstieg der Gesamtbevölkerung von aktuell 1,1 Milliarden auf 2,5 Milliarden Menschen. Dabei ist der Kontinent schon jetzt, trotz fruchtbarer Böden, trotz großer Fläche, nicht mehr in der Lage, sich selbst zu ernähren. Die Bevölkerung Afrikas wächst also jährlich um 2,6% und einzig und allein in Europa schrumpft sie. Und meine Damen und Herren, dann braucht man nicht mehr besonders viel Fantasie, um die ganze Bedrohlichkeit dieser Situation zu erfassen. Südafrika ist aktuell nicht das Land, das uns eine größere Zahl von Flüchtlingen beschert. Aber man muss fürchten, dass sich das ändern könnte. Wir hören in Deutschland recht wenig aus dem Land an der Südspitze Afrikas und leider auch noch weniger von der traurigen Wahrheit. Wenn uns Bilder gezeigt werden, dann sind es eher Hochglanzaufnahmen von der vermeintlichen Regenbogennation, die allenfalls noch mit ein paar Geistern der Vergangenheit zurechtkommen muss. So kennen wir das beispielsweise von der Fußball-Weltmeisterschaft. Die traurige Wahrheit wird aber leider allzu oft verschwiegen, denn sie passt eben nicht in die Denkschablonen unseres politischen Establishments. Seit der African National Congress, ANC, 1994 die Macht in Südafrika übernommen hat, ist die Entwicklung in nahezu allen Bereichen negativ. Südafrika und insbesondere die weiße Minderheit dort leiden unter einem massiven Anstieg der Gewaltkriminalität. Inzwischen ist die Gefahr für einen weißen Farmer, das Opfer tödlicher Gewalt zu werden, um ein Vielfaches höher als die Gefahr für einen Polizisten. Infolgedessen liegen mittlerweile auch viele Farmen brach. Das Land, das war früher ein Brotkorb Afrikas, ist auch von einem Lebensmittelexporteur zu einem Importeur geworden. Südafrika ist trauriger Spitzenreiter weltweit bei der AIDS-Rate. Korruption ist weit verbreitet bis an die Spitze des Staates. Die Kreditwürdigkeit des Landes wurde mehrmals herabgestuft
und eine neue linksradikale Partei, die unter dem denkbar falschen Namen Economic Freedom Fighters firmiert, feiert Wahlerfolge. Ihre Anhänger und sogar ihr Parteichef singen auf offener Straße Lieder wie „Tötet die Buren". Im vergangenen Jahr hat der seit nunmehr 25 Jahren herrschende ANC ein Gesetz beschlossen, das Enteignungen ohne Entschädigung erlaubt. Die verbleibenden Angehörigen der weißen Minderheit leben seither in Furcht um ihre Existenz. Und ich will jetzt an dieser Stelle mit den Details über Südafrika enden, weil Dr. Mulder uns da sicherlich besser und mehr darüber erzählen kann. Aber ein Vergleich drängt sich leider auf. Nicht wenige fürchten, dass Südafrika das Schicksal Simbabwes teilen könnte. 1965, bei seiner Unabhängigkeit, hieß das Land Rhodesien. Für afrikanische Verhältnisse war es wohlhabend. Als Anfang der 80er Jahre die Mehrheitsbevölkerung die Regierung übernahm, ging das nicht lange gut. Unter dem berüchtigten Diktator Mugabe kam es zu Völkermorden an einer Reihe von Volksstämmen mit Zehntausenden von Opfern. Im Jahr 2000 wurde mit Billigung der Regierung die Farmen weißer Eigentümer besetzt. Es gab eine Hyperinflation. Der eine oder andere hat vielleicht schon einmal 100 Billionen Simbabwe-Dollarscheine gesehen. Und wenig später wurden ausländische Investoren im Land enteignet. Die Wirtschaft liegt inzwischen völlig brach und Simbabwe ist eines der ärmsten Länder, nicht nur der Welt, sondern auch Afrikas. Aber es gibt zumindest noch einen Rest von Hoffnung, dass Südafrika diesen fatalen Weg nicht ebenfalls gehen wird. Zumindest gibt es noch Menschen, die dagegen ankämpfen. Und ich bin sehr stolz, dass wir heute einen davon in unserer Mitte begrüßen dürfen. Er ist Mitglied des südafrikanischen Parlaments seit 1988 und damit das dienstälteste Mitglied. Er ist Jurist, hat unter anderem in Heidelberg öffentliches und Völkerrecht studiert und promovierte 1984 im Verfassungsrecht im Alter von 26 Jahren. Sein Vater war ebenfalls bereits Mitglied des südafrikanischen Parlaments, wohin er, wie gesagt, 1988 für die konservative Partei gewählt wurde, die einzige Partei, die sich der Machtübernahme durch den ANC entgegenstellte. 1994 war er aktiv an der Gründung der Freiheitsfront beteiligt, die bis heute seine politische Heimat ist. Diese relativ kleine Partei setzt sich eben insbesondere für die Belange der weißen Minderheit und anderer Minderheiten ein und kann in den aktuellen Umfragen einen starken Zuwachs verbuchen. Ich habe ihn letztes Jahr im Rahmen einer Privatreise in Kapstadt kennengelernt und festgestellt, dass er nicht nur die südafrikanische Politik aus dem FF kennt, sondern auch die Situation in Europa und Deutschland intensiv verfolgt. Zwei Dinge hat er mir damals mit auf den Heimweg gegeben, die mich besonders beeindruckt haben. Der erste war: Ich dürfe mich vom äußeren Anschein nicht trügen lassen. Er ist Afrikaner und kein Europäer. Seine Familie lebt seit mehr als 3 Generationen in Afrika und er wird für sein Land kämpfen und es nicht verlassen. Und an uns Europäer gerichtet gab er mir den Rat mit: Sorgen Sie dafür, dass Sie keine Minderheit werden. Meine Damen und Herren, er hat aber offensichtlich nicht nur mich beeindruckt. Wir haben ja nächste Woche Plenarsitzung im Landtag und vor ein paar Stunden haben wir die Anträge der anderen Fraktionen für die kommende Plenarwoche bekommen. Und siehe da, SPD und Grüne setzen sich plötzlich auch mit Südafrika auseinander. AfD wirkt, meine Damen und Herren. Aber wer Ehrlichkeit erwartet, wird wie immer enttäuscht. Es gibt viel Lobhudelei über den ANC und der wichtigste Punkt scheint zu sein, dass das Land NRW eine Delegation bestehend aus Abgeordneten, Regierungsvertretern, Vertretern der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft, also einen kleinen Urlaub auf Steuerzahlerkosten in Südafrika finanziert. Darum geht es der SPD und den Grünen. Ansonsten kein Wort vom Schicksal der Minderheiten und meine Damen und Herren, SPD-Abgeordnete in Südafrika, ich glaube, das Land hat genug Probleme ohne uns.
Aber kommen wir zurück zu gebetenen Gästen. Ich freue mich sehr, dass er die weite Anreise auf sich genommen hat und heute Abend bei uns ist. Und das, obwohl im Anfang Mai in Südafrika gewählt wird. Ich deute das mal so, dass wenn man 31 Jahre im Parlament sitzt, man nicht mehr so sehr um seine Wiederwahl besorgt ist. Und zweitens, dass die Freiheitsfront gute Aussichten hat, ein wesentlich besseres Ergebnis zu erzielen als beim letzten Mal. Meine Damen und Herren, ich versuche es mal auf Afrikaans. Willkommen bei uns, Dr. Corné Mulder.